Assalamu alaikum. Sie treten freundlich auf. Sie gewinnen Vertrauen. Doch was passiert danach? Es ist Zeit, eine Gruppierung offen zu leeren, die sich stillschweigend in Moscheen Europas einschleicht. Die Akte al-Ahbash. Im Jahr 1983 entstand im Libanon eine Bewegung, die sich später weit über die arabische Welt hinaus ausbreiten sollte. Ihr Gründer Scheich Abdullah al-Harari al-Habashi, geboren 1908 in Äthiopien, verstorben 2008 im Libanon, begann seinen Weg vielversprechend als Hadith-Wissenschaftler und wurde von manchen Gelehrten sogar gelobt, bis er sich gedanklich abwandte und die Mehrheit der Muslime für ungläubig erklärte, darunter bedeutende Gelehrte der Umma wie Ibn Taymiyyah, An-Nawawi, Ibn Hajar, Ibn Baz und Ibn Uthaymin. Obwohl die Gruppierung sich fälschlich der asch'aritischen Glaubensrichtung zurechnet, bekräftigen Gelehrte, dass diese mit ihr nichts gemein hat. Heute ist sie in zahlreichen Ländern präsent, in Deutschland unter dem Namen Vereinigung Islamischer Projekte. Sie sucht gezielt die Nähe zu den Behörden der Länder, in denen sie sich befindet, und die Nähe zu einfachen, gutgläubigen Muslimen. Zunächst tritt sie geradezu engelsgleich freundlich auf, ohne ihre wahre Ausrichtung preiszugeben, Schritt für Schritt, bis die Menschen fest eingebunden sind. In Europa nutzt sie geschickt aus, dass Moscheen oft nicht dem Staat unterstehen, sondern lediglich als gemeinnützige Vereine registriert sind. Sie tritt als offizielles Mitglied bei, gewinnt nach und nach die Mehrheit und übernimmt schließlich die Verwaltung der Moschee. Lässt sich eine Moschee nicht übernehmen, wird versucht, sie ganz zu schließen. Wer versucht, sie zu entlarven oder ihnen entgegenzutreten, läuft Gefahr, bei den Behörden gemeldet zu werden, fälschlich als Extremist dargestellt. Theologisch vertritt die Gruppierung eine Mischung aus jahmitischen, mutasilitischen, maturiditischen und grabverehrenden Elementen. Das habe ich aus den Worten des Honighändlers vor einigen Tagen gehört. Er sagt ihnen, ja. Sie erkennt nur eine Handvoll göttlicher Eigenschaften an und leugnet Allahs Erhabenheit über seine Schöpfung. Sein Sich-Erheben über den Thron deuten sie lediglich als Bemächtigung Umzin. Wer das Gegenteil vertritt, gilt ihr sogar als ungläubig. Der Glaube selbst wird bei ihnen auf eine Bestätigung im Herzen und eine Aussprache mit der Zunge reduziert, ohne dass Handeln dazu gehört. Eng verbunden ist die Gruppierung mit sophistischen Orden wie der Nachschbandiya und der Rifa'iyya. Sie erlaubt das Anrufen Verstorbener und das Segensuchen an Gräbern und umgibt ihren Gründer mit Wunderlegenden. Praktisch äußert sich diese Abweichung in freizügigen Rechtsgutachten. Glücksspiel und Zinsgeschäfte mit Nichtmuslimen werden erlaubt, ebenso das Aneignen fremden Eigentums als vermeintliche Beute. Rauchen gilt ihnen nur als verpönt, nicht als verboten. In Fragen der Frau erlauben sie andauerndes Blicken auf Fremde sowie geschmücktes, parfümiertes Ausgehen, während die Dienstpflicht gegenüber dem Ehemann als rein freiwillig eingestuft wird. Zur Widerlegung dieser Abweichungen stützt sich die islamische Gelehrsamkeit auf ein reiches Erbe. Wie Imam Malik, al-Shafi'i, Ibn Abi Zaid al-Qayrawani sowie al-Dhahabi und Ibn al-Qayyim, deren Werke die Erhabenheit Allahs bezeugen. Hütet euch vor irreführenden Gruppen und fehlgeleiteten Strömungen und haltet euch an den Weg des Propheten, seiner Gefährten, der rechtschaffenen frühen Generationen und derer, die ihnen in Güte folgten. Möge Allah uns Standhaftigkeit schenken. Wa assalamu alaikum.